Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal 10 Talente. In diesem Video zeige ich dir, wie du solche festlichen Ohrhänger machen kannst. Sie sind ganz praktisch, um Perlenreste aufzubrauchen. Wenn du noch nicht genau weißt, wie diese freien Würmchen gehen, dann empfehle ich dir zuerst mein Basic-Video Würmchen Teil 2, das ich dir hier verlinkt habe. Mit dicken Schnüren habe ich das gefilmt. Du machst in deinen 30 cm Faden mittig einen Knoten. Und steckst den fest. Dann nimmst du deine 40 cm Fäden und faltest sie bei 15 cm. Knotest die mit einem doppelten Anker auf diesen ersten 30 cm Faden, und zwar so, dass der kurze Faden in der Mitte liegt, neben deinem gerade eben gemachten Knoten. Andere Seite genauso. Das 15 cm Ende muss in der Mitte liegen. Doppelter Anker bedeutet, du gehst mit jedem Fadenende noch einmal oben rum und durch. Die anderen beiden Fäden faltest du auch bei 15 cm. Und der kurze Faden liegt diesmal ganz außen. Und du knotest deine Fäden jetzt genau in die andere Richtung an, nämlich nach außen. Auch mit einem doppelten Anker. Andere Seite genauso. 15 cm. So, die kurzen Fäden liegen jetzt ganz unten. Jetzt machst du auf deine beiden mittleren Fäden deine Perle drauf, und zwar die 6 mm Perle. Also bei mir passen nicht beide Fäden durch die Perle. Aber weil meine Perle ganz rund ist, macht das gar nichts aus. Dann kann man sie auf einen Faden drauf machen. Und dieser Faden, der durch die Perle geht, geht jetzt auf die linke Seite und der andere mittlere auf die rechte Seite. Zuerst legst du deine Fäden ordentlich hin. Und dann nimmst du diesen äußersten Faden, der nach innen geht, und knotest ihn auf diesen Leitfaden.
andere Seite genauso. Den äußersten nehmen und auf den Leitfadenknoten, der um die Ecke biegen muss natürlich. Jetzt hast du noch 2 Fäden, die beiden mittleren. Der rechte mit der Perle geht auf die linke Seite und macht einen doppelten Halbschlag auf diesen Leitfaden. Und jetzt kommt der unter der Perle durchgehen muss und knotet auf den rechten Leitfaden. Und jetzt knotest du die beiden Leitfäden zusammen. Beim ersten Ohrring habe ich einen Zentralknoten gemacht, also mache ich wieder einen Zentralknoten. Ich lege meine Fäden parallel. Der rechte knotet über den linken. Und nochmal das gleiche. Und dann kippst du deinen Faden herum. Jetzt kommt auf die mittleren beiden deine ganz große ovale Perle. Und jetzt sind die inneren Fäden deine Leitfäden und der zweite lange knotet um diesen kurzen Leitfaden herum. Zuerst geht er unten durch und knotet nach innen einen Halbschlag. Dann tauscht er unten drunter durch nach außen und macht einen Halbschlag nach außen. Jetzt fädelst du eine Perle drauf. Dann tauschst du wieder nach innen, machst einen Halbschlag nach innen. Jetzt ziehst die Perle unten drunter. Jetzt tauschst du wieder unten drunter durch und ziehst, dann ist sie wieder da. Und du machst einen Knoten nach außen. Nächste Perle drauf. Knotest nach innen, dann wieder nach außen. Nach innen, nach außen und so weiter, bis du hier unten angekommen bist. So viele Perlen musst du drauf fädeln. Wie viel das sind, das hängt von der Größe deiner Perle ab, von deiner Fadenstärke. Jetzt habe ich 9 Perlen aufgeknotet und befestige jetzt diesen Perlenstrang hier unten an dem Faden, der aus der Perle herauskommt, aus der großen. Dazu gehe ich mit diesem Leitfaden vom Perlenstrang unter diesen Faden, der aus der dicken Perle kommt, und knote um diesen herum einen doppelten Halbschlag. Als nächstes nehme ich diesen Knotfaden vom Perlenstrang und knote den ebenfalls auf meinen Leitfaden, der aus der dicken Perle kommt. Und dann mache ich die andere Seite ganz genauso. Der kurze Faden innen ist mein Leitfaden, der lange Faden knotet darum herum. Einmal nach innen, dann nach außen und jetzt kommt die Perle auf diesen langen Faden. Wenn dein Faden mit der Zeit ausfranst und sich oben spaltet, dann klebst du ihn mit ein bisschen Bienenwachs wieder zusammen. Also du tauschst unten drunter durch Richtung innen,
machst einen Halbschlag nach innen, tauschst wieder drunter durch, machst den Halbschlag nach außen und fädelst die nächste Perle drauf. Und das machst du wie auf der anderen Seite auch. Ich habe jetzt meine 9 Perlen aufgeknotet. Gehe jetzt mit diesem Leitfaden unter den Faden, der aus der Perle kommt, und mache einen doppelten Halbschlag. 1, 2. Dann suche ich diesen Knotfaden von der Perlenreihe, mache damit auch einen doppelten Halbschlag. Und jetzt mache ich nochmal so einen Perlenstrang. Der kurze Faden ist wieder der Leitfaden, der lange Faden ist der Knotfaden, der geht unten drunter durch und macht einen halben Schlag nach innen, tauscht unten drunter durch, geht nach außen und ich mache wieder eine Perle drauf, eine andersfarbige diesmal. Nach innen, unten drunter durchtauschen, nach außen. Perle drauf. Und so weiter. Ich habe jetzt 10 Perlen drauf geknotet und am Schluss soll der Knotfaden nach außen zeigen, wenn du unten bist. Ich suche hier meinen Leitfaden raus, leg den oben drüber und mache wieder einen doppelten Halbschlag und knote diese Perlenreihe an. Dann knote ich noch den Knotfaden der Perlenreihe an. Und mache auf der anderen Seite genau das gleiche. Der lange knotet um den kurzen einen Halbschlag nach innen, einen nach außen. Und ich fädel meine Perle drauf. Nach innen, nach außen und die nächste Perle. Und so weiter. Ich habe meine 10 Perlen drauf geknotet, suche meinen Leitfaden hier und knote diesen Perlenstrang drauf. Danach den Knotfaden vom Perlenstrang . Und jetzt trenne ich meine Fäden hier unten nach rechts und links. Vorhin bei meinem ersten Ohrhänger habe ich rechts über links gemacht, jetzt mache ich links über rechts. Der innerste linke geht über alle anderen auf der rechten Seite. Feststecken, dass nichts wackelt, dann kann man viel ordentlicher knoten. Du hast jetzt hier 4 Fäden, die aus dem Leitfaden kommen. Und wir knoten 3 davon auf. Den letzten und den Leitfaden lassen wir weg.
Jetzt nimmst du den inneren von der rechten Seite und knotest diese beiden hier an. Das sind hier nur 2, weil der dritte ist schon hier als Leitfaden verbraucht worden. So, die beiden lassen wir weg. Und jetzt machen wir auf die mittleren beiden die Perle drauf. 4,5 mm habe ich hier. Mein Leitfaden von der inneren Reihe biegt um die Ecke über den letzten Knotfaden. Der letzte Knotfaden knotet jetzt wieder, diesmal nach außen, 2-mal. Und dann einen Faden, der aus der Perle kommt. Auf den gleichen Leitfaden. Die andere Seite. Der Leitfaden der inneren Reihe biegt ums Eck. Über diesen Knotfaden. Der Knotfaden macht einen doppelten Halbschlag. Dann den anderen Perlenfaden draufknoten. Die beiden Leitfäden zusammenknoten, links über rechts. Jetzt kommt die äußere Reihe, die geht jetzt hier um die Ecke. Wenn eine Reihe um die Ecke geht, geht auch immer der Leitfaden um die Ecke. Und der legt sich über diesen Knotfaden und der Knotfaden macht einen doppelten Halbschlag. Der nächste und dieser kurze. Und der Leitfaden von der inneren Reihe von links wird auch drauf geknotet. Das gleiche auf der linken Seite. Der Leitfaden biegt ums Eck. Über diesen Knotfaden. Der Knotfaden macht einen doppelten Halbschlag. Und du knotest der Reihe nach alle Fäden an, die hier nach links laufen. Zum Schluss verknotest du diese beiden Leitfäden miteinander. Links über rechts. Jetzt mache ich noch ein Ringchen an diesen Ohrhänger dran und nicht gleich den Ohrhaken. Das hat den Vorteil, dass wenn dein Ohrhaken mal kaputt geht oder du ihn nicht verträgst oder jemand anders ihn nicht verträgt, dann kannst du ihn jederzeit auswechseln. Wie man das schön macht, das kann man ganz gut bei Makramee Live sehen. Auf dem Kanal in YouTube von Makramee Live. Du fädelst dein Ringchen auf und hältst es so, dass deine Fäden nach hinten gehen. Dann drehst du deinen Ohrring auf die Rückseite. Die offene Stelle an deinem Ringchen
muss nach oben schauen, damit du das auch nachher noch aufkriegst. Dann gehe ich mit den Fäden unten durch. Und komme hier wieder raus und jetzt mache ich einen Weberknoten. Ein Weberknoten geht so, wie am Anfang du einen Schuh zubindest. Rechts über den linken zuknoten. So, fest zuziehen. Und dann machst du nochmal das gleiche, aber von der anderen Seite. Der linke geht über den rechten. Und zuziehen. Wenn du das jetzt herumdrehst, sieht man von der anderen Seite nur die Schlingen. Und das sieht schön sauber aus. Danke Makramee Live Channel. Jetzt kannst du alle Fäden abschneiden und dann hier deinen Ohrhaken einfädeln. Wenn du magst, kannst du auch noch ein Perlchen unten dranhängen. Tschüss, bis zum nächsten Projekt.